Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Geschichte aus meiner Kindheit vor. Ferien beim Großvater. Es ist praktisch eine Fortsetzung. Ich habe schon zweimal von meinem lieben Großvater vorgelesen. Wenn wir beim Großvater ankamen, musste ich zuerst die Ziegen begrüßen. Das dauerte, denn vorher rannte ich noch zum Wallgrab. Dort wuchs eine Menge Löwenzahn. Jede Ziege bekam ein Büschel Löwenzahn. Soll ich nochmal anfangen, Janik? Ich habe über aufstoßen müssen. Ja. Hat man das gehört? Ja, nochmal. Ganz von vorne von Willkommen, oder was? Ja? Oder wie? Warte kurz. Ja. Okay. Was gleich? Ja. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Geschichte aus meiner Kindheit vor. Ferien beim Großvater, das ist praktisch eine Fortsetzung. Ich habe schon, glaube zweimal davon erzählt. Wenn wir beim Großvater ankamen, musste ich zuerst die Ziegen begrüßen. Das dauerte, denn vorher rannte ich noch zum Wallgraben. Dort wuchs eine Menge Löwenzahn. Jede Ziege bekam ein Büschel Löwenzahn und wurde gestreichelt. Die beiden Schweine, die rechts und links vom Scheunentor ihre Kober hatten, das waren zwei geräumige Ställe, überdacht mit Deckeln, die man aufklappen konnte, um das Schweinefutter hineinzuschütten. Die Schweine bekamen alle Küchenabfälle oder abgefallenes Obst, also alles, was für die Schweine essbar war. Schweine fressen ja alles. Vermischt wurden die Küchenabfälle mit gekochten Kartoffeln. Die Schweine freuten sich immer, wenn die Deckel hochgeklappt wurden. Sie wussten, jetzt kommt Futter. Mein kleiner Bruder war ein wilder Schlingel. Als er wusste, wie das geht, den Deckel aufzuklappen, klappte er selbst den Deckel auf. Der rosarote Rüssel kam zum Vorschein. Mein Hermännle klopfte mit seinem Spielkämmerchen auf den Rüssel und das Schwein schrie laut und gellend auf. Alles Schimpfen von mir. Ich musste auf ihn aufpassen. Auch zu Hause musste ich auf ihn aufpassen. Half nichts. Bis eines Tages Folgendes passierte. Wenn die Schweinegruben gesäubert wurden, das alte Stroh mit den Schubkarren auf den großen Mist gefahren wurde, frisches Stroh ausgebreitet wurde, durften die zwei riesengroßen Schweine im Hof umherrennen, rumschnüffeln und sich an der Sonne erfreuen. Jeden Tag und lange. Solange sie lebten, waren es glückliche Schweine. Mein Hermännle und ich standen dann oder hockten auf der Treppe zum Haus. Einmal wartete das Hermännle zu lange im Hof. Die Schweine rasten aus den Ställen, erblickten das Hermännle und machten Jagd auf ihn. Schweine sind kluge Tiere und vergessen nichts. So schnell er konnte, rannte er davon, über das Holzbrett auf den großen Misthaufen. Die Schweine gingen nicht über das Brett, das machte ihnen Angst. Dort stand er nun, voller Angst und Ekel, bis ihn der Großvater erlöste. Er hat sein Holzhämmerchen dem Großvater geschenkt und feierlich gelobt, nie wieder die Schweine zu ärgern. Der Großvater, ein ruhiger, sehr lieber Mann, nagelte das Hämmerchen an das Scheunentor als Mahnung für das wilde Hermännle, es nie mehr zu tun. Wenn alle Tiere gefüttert, ihre Ställe geputzt und die Ziegen gemolken waren, bekamen die Menschen ihr Frühstück. Großvater hatte im Keller auf hängenden Brettern riesengroße Brotlaibe liegen, die er selbst backte. Hängend waren die Bretter, weil es viele Mäuse gab. Es gab aber auch eine Schar von Katzen, die bekamen nur Milch und mussten die Mäuse fangen. Alle 14 Tage wurde das Backhäuschen im Hof angefeuert und gebacken. Das Häuschen sah aus wie ein Hexenhäuschen. Das Brot schmeckte köstlich. Dazu gab es Ziegenbutter und Marmelade. Das alles stellte der Großvater selber her. Dann gab es noch Ziegenmilch und Malzkaffee. Alles war wunderbar
bis auf die Ziegenmilch. Ich konnte sie nicht ausstehen. Seltsamerweise schmeckte mir die Ziegenbutter. Ich bekam erst einen von den köstlichen Broten, wenn ich eine kleine Tasse Ziegenmilch getrunken hatte. Großvater, der ansonsten so gutmütig war, umfasste mich von hinten und drückte gleichzeitig meinen Mund auf. So, könnt ihr das sehen? Da musste ich den Mund aufmachen. Und Rösle, meine große Schwester, schüttete mir unbarmherzig die verhasste Milch in den Mund. Da musste ich eben schlucken. Es war nur eine kleine Tasse voll, aber ich hasste das. Großvater war der felsenfesten Überzeugung, dass seine gute Ziegenmilch mir statt Kind rote Wangen und Gesundheit bescheren würde. Irgendwann tat ich ihm dann doch leid und er schüttete mir Malzkaffee und Würfelzucker dazu. Das konnte ich dann trinken und die Welt war wieder in Ordnung. Die Tage waren erfüllt von Feldarbeit, Tiere versorgen, der Obst aus Äpfeln und Birnen herstellen und meine Schwester war ein sehr fleißiges Mädchen und arbeitete fröhlich mit Großvater zusammen den ganzen Tag. Er liebte sie sehr. Aber wir waren halt immer nur für ein paar Ferienwochen dort. Die andere Zeit machte er alles allein. Im Winter las er gerne und viel. Er war ein sehr belesener Mann. Abends saßen wir zusammen, also im Sommer auf der Abendbank. Das Hermenli war schon im Bett, todmüde von seinen Abenteuern. Rösle hatte immer ein Strickzeug in den Händen. Großvater kaute seinen Prim, Kautabak. Da gibt's auch noch eine Geschichte, erzähle ich nächste Mal. Lächelte und ruhte sich aus. Ich saß neben ihm, lehnte meinen Kopf an ihn. Die Welt war ein Paradies. Bis meine Schwester, geliebt wegen ihrer Fürsorge für uns, gehasst wegen ihrer unerbittlichen Erziehungsmethoden, die sie manchmal, wenn sie davon überzeugt war, an uns anwandte. Die Sonne ging unter, Großvater schaute nochmal nach seinen Tieren, schloss das Hoftor ab. Röse sagte, komm, Schlafenszeit. Und ich war aus dem Paradies vertrieben. Warum? Das erzähle ich das nächste Mal. So, das war die Geschichte aus meiner Kindheit. Ich sage Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.